lieben Freunde von altem Lego. Heute schauen wir uns an, wie das Rad erfunden wurde. In der Steinzeit war noch alles aus Steinen gebaut. Dieses Bauideenbuch Nummer 238 von 1960 zeigt interessante Eisenbahnmodelle. Ein querliegender Legostein deutet die fehlenden Räder an. Ich habe mir hier eine schöne Lokomotive mit Schlepptender und 2 Personenwagen nachgebaut. Mit 1x8 Balken als Schienen, 2x8 Platten als Schwellen- und Anhängekupplung, transparente Fenster, Dach und Kessel aus Schrägsteinen. Nach dem Lagerhausbrand vom 4. Februar 1960 stieg Lego aus der Holzspielzeugproduktion aus. Im April 1961 verließen die Brüder Karl Georg und Gerhard das Unternehmen und Gottfried Kirk Christiansen konzentrierte sich voll auf die Klemmbausteine. Mit der Entwicklung des Rades brachte er die Bausteine ins Rollen. Im April 1962 kamen 3 kleine Ergänzungspackungen mit beweglichen Teilen heraus. Der kleine Radsatz 400, der große Radsatz 401 und der Drehteller 402. Der patentierte Radlagerstein enthält 3 Nylonhülsen. Zuerst mit rotem Boden, dann mit durchsichtigem Boden und später wurden die Lagerhülsen rot. 1971 wurden die Lagersteine schwarz. Die ersten Radfelgen hatten 4 Noppen, einen harten grauen Gummireifen und wurden mit einer Messingachse in das Radlager eingesteckt. Mit den 2 getrennten Lagern drehen sich die Räder unabhängig voneinander. Eine 4x8 Platte drauf und der Wagen ist schon fertig. Es war noch eine flexible, transparente Anhängekupplung aus Nylon dabei, mit 2 einseitigen 2x2 Noppenplatten und einer flexiblen Verbindung. Man kann mit den Rädern nicht nur 4 Noppen breite Fahrzeuge bauen, der Achsstein kann auch längs eingebaut werden für 4 Noppen breite Fahrzeuge. Beide Achsen stecken im selben Radlager und die Räder können sich nur gemeinsam drehen. Es gibt graue Reifen mit konischen Laufflächen, die innen einen größeren Durchmesser haben als außen, und Reifen mit geraden Laufflächen. Die grauen Reifen können mit dem Alter ziemlich hart und spröde werden. Man muss beim Wechseln vorsichtig sein, damit sie nicht reißen. Neben den normalen gibt es noch große Räder mit 4x4 Noppen auf der Felge für einen größeren Modellmaßstab. Ein weiteres neues Bauteil, das Bewegung in die Modelle bringt, ist der 4x4 Drehteller. Ideal für den Bau von Drehkränen, Drehgestellen, Deichseln, Hubschrauberrotoren und anderen Bauteilen, die sich in der Ebene drehen. Mit den beweglichen Teilen kann man aus den alten Bauklötzen jetzt endlich richtige Funktionsmodelle bauen. Die Modelle kommen jetzt so richtig ins Rollen. Im neuen Ideenbuch sind die Zugmodelle mit den neuen Rädern ausgestattet, meistens mit Gummireifen. Jetzt können wir das alte, unbewegliche Bausteinmodell mit dem neuen Radzug 323 von 1964 vergleichen. Das Set besteht aus 253 Teilen. Der Zug hat nur 4 Noppen Breite, die 12 Räder stecken auf längsgestellten Lagersteinen. Der Reisezugwagen ist mit der Nylonkupplung an die Tenderlokomotive angehängt. Einstiege und Dächer sind aus kleinen grauen Platten in Feinbauweise. Die Fenster bestehen aus transparenten Steinen. In dieser kleinteiligen Bauweise haben wir viele Platten und wenige Dachsteine. Zum Vergleich schauen wir uns noch diese Lokomotive mit großen Rädern an.
Die Nummer 610 mit 304 Teilen brachte der US-amerikanische Lizenznehmer Samsonite 1964 heraus. Ich habe sie nach der Bauanleitung mit normalen Steinen nachgebaut. Sie hat 4 große und 10 kleine Räder. Grundplatten, Steine, Dachsteine und kleine Platten sind alle gleichberechtigt verwendet. Ein wirklich massives Spielzeug. Zum Set gehört noch eine Lokführerfigur, die aus Legosteinen gebaut ist. Gesicht und Arme würden mit gelben Steinen besser passen. Obwohl diese großen Räder nicht gut zu den kleinen Gebäuden der Lego-Stadt passen, möchte ich doch noch gerne die ersten Fahrzeuge der 60er Jahre für euch zusammenbauen. Ich habe für meine Fehlteile und Sets, die ich bauen möchte, verschiedene Suchlisten auf Bricklink. Wenn ich eine Bestellung mache, kann ich beim Shop auch Teile aus meinen Suchlisten mitbestellen. So kann ich mir Versandkosten sparen und es kommen schrittweise die gesuchten Teile für meine Sets zusammen. Das Material von unterschiedlichen Projekten sammelt sich in meinen Lego-Kisten an. Für meine alten Sets versuche ich alte Steine zu verwenden, mit der dicken Wand und ohne Querverbinder. Sie sollten die Anspritzstelle an der Seite haben, aber bei den Platten bin ich da nicht so wählerisch. Kleinteile und Schriftsteine sammle ich in den üblichen Sortierkästen. Bis 1962 waren die Steine noch aus Zelluloseacetat mit dem alten Logo. Die ersten kleinen Platten wurden 1962 auch noch aus Zelluloseacetat gemacht. 1963 wurde die Produktion auf den heutigen Kunststoff ABS mit dem Markennamen Bayer Novodur umgestellt. Die Steine hatten zuerst innen die Patent Pending Aufschrift. Sie bekamen später innen eine kleine Längsrille als Versteifung. Ab 1975 wurde die Patent Pending Prägung durchgestrichen, aber die Röhren sind noch nicht mit Querverbindern an der Wand befestigt. Die Einmalsteine gibt es seit 1962, zuerst mit einem länglichen Klemmelement, dann mit einem vollen, runden Klemmelement. Die Anspritzstelle ist bis 1978 immer an der Seite, später wurde auf einer Noppe angespritzt und bei den neuen Platten sind die Klemmsäulen hohl. Heute habe ich euch einige der ältesten Fahrzeuge von 63 bis 67 aufgebaut. Die Räder kamen ja im April 1962 heraus. Im folgenden Jahr 63 gab es die ersten 5 Modellbausätze mit Lagersteinen. Der Londoner Doppeldeckerbus Nummer 313 mit 141 Teilen ist zuerst nur in Großbritannien und Australien herausgekommen. Die richtige Liniennummer wäre 78. Ich habe nicht die passenden Zahlensteine gefunden. Der typische Routemaster Kühlergrill und das gewölbte Dach sind mit Dachsteinen gestaltet. Im Unterboden zwischen Boden und Dach sind weiße Platten verbaut. Hinten ist der vorbildgerechte Einstieg mit Haltestange aus 4 Rundsteinen. Zum Bus passt das schwarze Londoner Taxi 315 mit 48 Teilen. Das richtige Kennzeichen wäre hier 3Y. Es ist ein kleines Fahrzeugbauset mit 2 Achsen, einer Grundplatte und einer Handvoll Steinen. Die Achsbreite ist 6 Noppen, aber die Karosserie nur 4 Noppen breit. Ohne Dach hält der Unterbau nicht gut zusammen. Das dritte Fahrzeugset ist der Traktor 316 mit 49 Teilen. Er hat gleich viele Teile wie das Taxi, aber größere Räder und 3 2x8 Balken. Er hat einen typischen Schalensitz aus 2 Macaronisteinen. Es gibt einen dritten Lagerstein für das Lenkrad. An den Seiten sind Kotflügel aufgebaut. Die Hinterräder sitzen auf getrennten Lagersteinen. Auf der Motorhaube würde eine Abdeckung aus 2 blauen Platten passen.
Der Oldtimer-Lastwagen 317 mit 125 Teilen ist ein wunderschön gelungenes Set. Er ist mit sehr vielen Platten gebaut, die lange Motorhaube ist schön geformt, die geschwungenen Kotflügel gehen in das Trittbrett über, die Kabine ist mit Makaronisteinen ausgewölbt, die große Ladefläche hat vorne und hinten erhöhte Bordwände. Die Fenster sind aus transparenten Steinen. Das 5. Set mit Lagersteinen von 1963 ist die Windmühle 318 mit 153 Teilen. Mühle und Nebengebäude sind auf 2 dünnen Grundplatten aneinander gebaut. Der Lagerstein liegt quer in der Wand. Auf die Radfelge sind die Windmühlenflügel aufgesteckt. Das Nebengebäude hat ein Stufendach aus kleinen Platten, die Mühle ist mit blauen Dachsteinen gedeckt. Die neuen Fahrzeuge sind für die kleinen Gebäude viel zu groß. Für meine Stadt- und Eisenbahnwelt baue ich die Fahrzeuge gerne in kleineren Maßstab nach. Mit längs gestellten Lagersteinen und 4 Noppen Breite. Trotz viel zu großer Räder schauen diese Fahrzeuge relativ gut aus. Die verkleinerten Fahrzeuge sind aber immer noch zu groß im Verhältnis zu den Gebäuden. Beim kleinen Taxi sieht man keinen großen Unterschied. Den Traktor habe ich auch auf 4 Noppen Breite gebaut. Das geht aber nur mit Kabine, sonst bleibt kein Platz mehr für den Sitz. Beim Anhänger bleiben die Lagersteine quer, damit die Deichsel funktioniert. Der Samsonite Tanklastwagen 2347 ist ein besonders gelungenes 4 Noppen breites Standardset. In einem Schlitz unter der Kabine ist die Nylonkupplung befestigt, mit der der Auflieger angehängt ist. Eine besonders raffinierte und perfekt funktionsfähige Lösung. Ich habe auch noch 2 noppenbreite PKWs gebaut. Damit habe ich einen 2-stöckigen Autotransportwaggon beladen. Die Autos haben längsgestellte Lagersteine, Einmal-1-Fenster als Scheinwerfer und Rücklichter und transparente Dachsteine als Windschutzscheiben. Die Karosserie muss man aus kleinen farbigen Platten zusammensetzen. Dieses Aufbauvideo ist eigentlich eine Vorbereitung für den blauen Zug, zu dem wir nächste oder übernächste Woche kommen. 1964 gibt es 4 weitere Fahrzeugsets: das Flugzeug 303 mit 46 Teilen, den Traktor 304 mit 82 Teilen, das große Feuerwehrauto 305 mit 170 Teilen und den Zug, den wir heute schon gesehen haben. Nummer 323 mit 253 Teilen. Das Flugzeug ist relativ einfach gebaut, so als ob es ein Kindergartenkind entworfen hätte. Der Rumpf ist einfach aus 4x4 Steinen zusammengesetzt und die Flügel aus 4x8 Platten. Ich habe hier Waffelplatten eingebaut, weil ich so viele übrig habe. Es ist nur ein vollständiger Radsatz dabei, die 2 Lagersteine für die Propeller haben nur eine Radfelge. Das Höhenleitwerk ist nur schwach angesteckt, das Seitenleitwerk fehlt vollständig. Der neue Traktor mit Anhänger hat eine große 4 Noppen breite Motorhaube, die mit Dachsteinen abgerundet ist. Der Schalensitz und die Felge als Lenkrad sind gleich geblieben. Die Kotflügel sind mit Dachsteinen abgerundet. Unten sind 2 Grundplatten angebaut. Der Anhänger ist mit der Nylonkupplung verbunden. Die Lenkradachse ist jetzt schön verdeckt, aber die ganze Motorhaube wirkt ziemlich massiv. Links ist ein hoher Auspuff aus 6 schwarzen Rundsteinen. Der Anhänger hat einen Drehteller als Deichsel, die vorbildgerecht einschlagen kann. Rundherum laufen niedrige Bordwände.
Ein wunderschönes, großes Spielset ist das Feuerwehrauto. Ein massiv gebauter Dreiachser Rundhauber mit kleinem Anhänger. Trotz massiver Bauweise gibt es Grundplatten. Der Anhänger ist mit einer alten Nylonkupplung verbunden. Der Geräteraum hat keine Öffnungen, die Fenster sind aus transparenten Steinen. Das Dach hat abgerundete Kanten, die gelbe Leiter ist einfach mit Steinen auf das Dach aufgebaut. Der Anhänger ist auch mit Dachsteinen abgerundet, ein wunderschönes, schweres Set aus 170 großen Steinen. Dazu gehört auch ein Feuerwehrmann, der aus kleinen Steinen gebaut ist. Die Lokomotive mit Personenwagen 323 aus 253 Teilen haben wir uns heute schon angeschaut. Von 1965 habe ich 2 Sets zusammengebaut. Es gibt einen neuen kleinen Lastwagen mit Anhänger 319 aus 74 Teilen. Viel kleiner und einfacher gebaut als der alte von 1963. Mit nur einem kleinen einachsigen Anhänger. Der Unterbau ist aus 2x4 Steinen und 2x4 Platten. Er hat eine sehr einfache und niedrige Kabine. Bei den Ladeflächen sieht man die rundherum verbauten 2x4 Platten. Das zweite Set von 65 ist das zweimotorige Flugzeug 320 aus 120 Teilen. Die Gestaltung ist viel detailreicher als das alte Flugzeug. Für die Rundungen und Muster werden hauptsächlich Platten verwendet. Für das Höhenleitwerk wurde eine schmale, einseitige Bauweise gewählt. Ich habe es als Kind immer 2 Noppen breit gebaut. Die Flügel sind nur eine Platte dick und werden unten von kleineren Platten zusammengehalten. Die Propeller sind aus 2x2 Platten, weil es noch keine längeren, schmalen Platten gegeben hat. Das dritte Flugzeugset für heute ist der Doppeldecker 328 von 1967 aus 44 Teilen. Es gibt jetzt neue, lange 4x12 Platten, damit die Flügel nicht mehr verlängert werden müssen. Es ist ein Lagerstein für das Fahrwerk und einer für den Propeller eingebaut. Die Streben zwischen den Flügeln sind aus Rundsteinen. Beim Propeller reichen 2 1x2 Platten. Und das Höhenleitwerk ist auch mit 2 Rundsteinen zwischen den Noppen genau mittig eingesteckt. Der Rumpf selbst ist wieder aus üblichen Grundbausteinen zusammengebaut. Das zweite Set, das ich von 67 nachgebaut habe, ist der Oldtimer 329 mit 111 Teilen. Die großen Räder kennen wir ja schon vom Traktor, jetzt sind sie neu mit Speichen und nur noch einer Noppe. Am Heck hängt noch ein 5. Rad als Reserverad. Die Scheinwerfer sind kleine rote 1x1 Fenster, die auf einem 1x1 Rundstein mit voller Noppe stecken. Die Windschutzscheibe besteht aus 2 1x6 Steinen, davor sind nochmal 2 gelbe Rundsteine eingesteckt. Das Verdeck ist aus kleinen grauen Platten gebaut. Solche größeren Oldtimer mit Speichenräder kamen ja 1975 als Hobbysets heraus. Zu den Lokomotiven mit Gummirädern passt jetzt zum Abschluss ganz gut die Thatcher Perkins Lokomotive 396 von 1976 mit 438 Teilen für Kinder ab 9 Jahren. Auf der Packung ist kein B-Modell dargestellt. Die gediegene schwarze Einschubschachtel ist gleichzeitig der Sockel für das Ausstellungsstück. Eine wunderschön bunte Westernlokomotive mit der Achsfolge 460 aus dem Jahr 1863 der Baltimore and Ohio Railroad. Die Bauanleitung ist ein riesengroßer Poster mit 27 Bauschritten.
Auf der Rückseite der Bauanleitung gibt es ein richtiges Poster von der fertig gebauten Lokomotive. Dieses Set ist ein schöner Abschluss für das heutige Video, weil wir ja schon zum Einstieg eine Lokomotive auf Gummirädern hatten. Es sind die Räder, die wir schon kennen, mit Speichen und mit schwarzen Gummireifen. Jedes Rad hat einen eigenen längsgestellten schwarzen Lagerstein. An der Nabe von einem großen Rad ist die Treibstange aufgesteckt, die es seit 1974 für kleine zweiachsige Lokomotiven gibt. Vorne ein großer Kuhfänger, 3 2x2 Fenster als Spitzenlichter mit Minifigurenköpfen als Verzierung und als Rauchkammerverschluss ein schwarzes Eisenbahnrad. Der große Funkenfänger ist nur auf 2 Noppen befestigt, die in 2 Klemmringe der 2x3-Platte gesteckt sind. Es gibt überall schöne Messingarmaturen aus gelben Rundsteinen und Minifigurenköpfen. Die Seitenpuffer sind bei einer amerikanischen Lokomotive sowieso grundsätzlich falsch. Hier sind sie sogar noch in verbotener Bauweise mit Noppen an die Kante einer Platte geklemmt. 2 Gartenzauntüren sind die Absperrung für den Führerstand. Das ist nun alles für heute. In der nächsten Woche werden wir mit unserem Aufbauvideo der 60er Jahre weitermachen. Mit den Lenkachsen-LKWs von 1967, mit den ersten Vorläufern der Lego-Technik von 1970, die auch als Achsen für verschiedene Fahrzeuge verwendet wurden. Wir schauen uns den Lego-Motor von 1966 an, der auch für Fahrzeuge verwendet werden kann, vor allem aber für die Eisenbahn, von der dann das Übersichtsvideo kommt mit allen alten Zügen, sogar mit dem pfeifferngesteuerten Electric Train. Danke, dass ihr beim heutigen Aufbauvideo dabei wart. In der nächsten Woche wird der Aufbau weitergehen. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen!